Wir reisen weiter nach Washington, D.C. 90% der Menschen wählen hier demokratisch. Wie ist die Stimmung in der Hauptstadt? Wir fragen einen, der es wissen muss. Ich heiße Ford Fischer und bin freier Videojournalist und leite eine News-Plattform hier in Washington, D.C. Ford dokumentiert politische Proteste. Schon unter Trump und jetzt auch unter Joe Biden. Wie schätzt er Bidens Chancen ein, das gespaltene Land wieder zu vereinen? Ich glaube, die Leute, die glauben, dass sich das Land mit Biden als Präsident wie von Zauberhand wieder vereint, liegen falsch. Da draußen sind immer noch 50 bis 60 Millionen Menschen, die davon überzeugt sind, dass Biden bei der Wahl betrogen hat. Die stehen immer noch loyal hinter Trump. Nicht etwa, weil sie konservativ sind oder die Republikaner unterstützen, sondern wegen Donald Trump persönlich. Und es gibt immer noch die linken Gegendemonstranten, die sich weiterhin dagegen wehren. Ich sage ja nicht, dass Joe Biden das überhaupt nicht lösen kann, aber das wird nicht so einfach passieren, nur weil er jetzt Präsident ist. Trump ist noch lange nicht raus aus den Köpfen der Menschen. Das merkt auch Ford bei seiner täglichen Arbeit. So wie hier am 5. März 2021 in New York. Trump kündigt kurz zuvor an, 2024 erneut zu kandidieren. Tausende seiner Anhänger unterstützen das. Get on the Trump train! Get on the Trump train! We love Trump! We love Trump! We love Trump! Trotzdem hat Ford inzwischen das Gefühl, es verändert sich was zum Positiven. Also bis jetzt ist es ruhiger geworden hier. Ich glaube, Biden ist einfach anders als Trump. Er wird nicht zu gewaltsamen Protesten aufrufen. Joe Biden spricht vielmehr über Wiedervereinigung und versucht, die Menschen zusammenzubringen. Unter den Journalisten hofft man auch, dass sich das Verhältnis zu den Medien verbessert. Trump beschimpft kritische Journalisten, wirft ihnen vor, Fake News zu verbreiten. Hinsetzen bitte, setzen Sie sich hin, ich habe Sie nicht aufgerufen. Biden und seine Pressesprecherin Jen Psaki wollen das Verhältnis verbessern. Es gibt nun wieder regelmäßige Pressekonferenzen. Eines der dunkelsten Kapitel in Fords Berichterstattung, der Sturm aufs Kapitol. Am 6. Januar 2021 wird die Hauptstadt zum Schauplatz des amerikanischen Albtraums. Ford ist vorne mit dabei, als Journalisten angegriffen werden. Für mich war der verstörendste Moment, als ich gesehen habe, wie die mit uns Journalisten umgehen. Trumps Anhänger wurden handgreiflich. Die Journalisten mussten fliehen und ihr Equipment zurücklassen. Die Trump-Anhänger haben dann einfach alles zerstört. Tausende Menschen machen sich, ermutigt durch Trumps Rede, auf den Weg zum Kapitol. Dort bestätigt der Senat gerade Bidens Wahl. Ich bin vom Park schnell hierher gerannt und habe versucht, mit den Menschen mitzuhalten, nach vorne durchzukommen, um zu filmen. They're storming the fucking Capitol now. Kurz nach 14 Uhr treffen die Demonstrierenden an der Pforte auf die Ordnungskräfte des Kapitols. Als ich endlich da war, schoss die Polizei schon mit Gummigeschossen, Pfefferspray und Tränengas. Sie versuchten, die Menge zurückzuhalten, was absolut nicht geklappt hat. Die Menge verschafft sich Zutritt. Ich habe gesehen, wie Trump-Anhänger Fotos gemacht haben neben den zerstörten Fenstern. Sie waren tatsächlich stolz auf das, was sie tun. Dachten, sie handeln im Sinne von Trump. Sie fühlten sich gut, so als würden sie für den Präsidenten arbeiten. Ab 17 Uhr gelingt es den Einsatzkräften, das Gebäude zu räumen. 5 Menschen sterben, zahlreiche werden verletzt. Tim Foley war an dem Tag auch dabei. Er will von der Gewalt nichts mitbekommen haben. Das lief zu 99,99% friedlich ab. Die haben es dann als Putschversuch und Aufstand bezeichnet. Ganz ehrlich, mit der Menge an Menschen hätten wir locker die ganze Stadt niedergebrannt.